Spitzenspiel in der Bundesliga, schon wieder der VfL Wolfsburg, diesmal in der Liga. Wir haben ja schon den Pokal gegen sie gespielt und auch gewonnen. Spieltag 13 und es geht jetzt auch weiter mit den Umfragen bezüglich meiner EAFC 26 Karriere. Ich hätte das schon letzte Woche gerne gemacht, aber ich war im Urlaub tatsächlich, eine Woche im Urlaub. Jetzt geht es aber ans Eingemachte. Eine kurze Erklärung und ich hoffe, dass es auch dann verständlich für euch erklärt. Es wird ein Team aus der dritten Liga sein. Dritte Liga hat die meisten Stimmen bekommen, knapp 48% oder so, oder 50% der Stimmen waren für Liga 3. Jetzt geht es folgendermaßen weiter. Ich habe verschiedene Gruppen fertig gemacht. In jeder Gruppe sind ca. 4 oder 5 Teams. Und aus diesen Gruppen wählt ihr dann immer ein Team aus, ja, was ihr dann gerne im finalen Voting haben wollt. Weil die dritte Liga hat ja bekanntermaßen 20 Vereine. Und ich kann leider nicht so viele Antwortmöglichkeiten geben in den YouTube-Beiträgen. Deswegen werde ich glaube es sind 5 Gruppen mit jeweils 4 Teams. Und der Sieger jeweils aus den Gruppen, es sind dann ganz am Ende 5 Mannschaften, die Sieger aus jeder Gruppe, die kommen dann nochmal in ein finales Voting. Ganz zum Schluss. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das funktioniert, ob es funktioniert. Ihr werdet es sehen, denn die erste Gruppenumfrage müsste jetzt draußen sein. Ja, schaut mal vorbei bei den Beiträgen, entweder nach dem Video oder ihr macht jetzt kurz auf Pause und schaut da mal nach, dann werdet ihr auch verstehen, was ich damit meine. Ja, also sind immer in jeder Gruppe 4 Mannschaften da aufgelistet. Ja, es gibt 5 Gruppen, weil es sind ja insgesamt 20 Teams in der dritten Liga und dann werden die Sieger der jeweiligen Gruppen nochmal zusammenkommen in das finale Voting. Das werde ich dann auf Straw Poll oder auf irgendeiner anderen Seite machen, weil bei den YouTube-Beiträgen, bei den Umfragen, da kann man leider nur 4 Mannschaften nehmen immer. Deswegen musste ich das so ein bisschen anders machen dieses Mal. Ja, aber ich hoffe trotzdem auf eure Stimme, auf euer Voting. Ich hoffe, euch gefällt die Art und Weise. Ihr könnt das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich finde das mal eine coole Sache, ja, anstatt immer mit den Mannschaften unten reinschreiben und dann die 3 besten kommen ins letzte Voting. So haben wir wirklich jetzt die Chance und ihr habt die Möglichkeit, wirklich den Verein, den ihr sehen wollt, aus der dritten Liga zu wählen. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt. Vielleicht starten wir ja so eine Preußen-Münster 2.0 Karriere, die dann hoffentlich nicht gelöscht wird, wenn ich dann mal in der ersten Liga irgendwann sein sollte. Den Verein bestimmt ihr, nach wie vor, ja. Die Art und Weise ist ein bisschen anders jetzt geworden, aber es bleibt dabei, dass ihr am Ende das Team bestimmt, mit dem wir dann unsere erste Karriere starten in EAFC 26. Ich habe mir auch von ChatGPT so ein bisschen Hilfe geholt, habe mir Vorschläge geben lassen, wie man das am besten machen kann und ich fand die Vorschläge eigentlich ziemlich cool. Von daher seid gespannt, die Umfragen, die kommen jetzt auch relativ zeitnah hintereinander, also es wird jetzt nicht mehr wochenlang dauern, bis wir die Entscheidung haben. Rechnet mal mit maximal einer Woche, 10 Tage, vielleicht 2 Wochen und dann haben wir den Verein für unsere erste Karriere im neuen EAFC 26 und bis dahin sind vielleicht schon ein paar Infos draußen zum neuen Spiel, Release Day und so weiter und so fort. Also ihr merkt, es geht mit großen Schritten auf das neue EAFC zu, ob es besser wird oder nicht. Wir lassen uns überraschen. Ey, keine Ahnung, ich will trotzdem Spaß haben in der Karriere. Ich glaube, das haben wir, wie immer. Und ja, das die Sachen zur Umfrage. Wie gesagt, schaut einfach vorbei, wenn ihr Fragen habt. Fragt mich, ihr wisst, wo ihr mich finden könnt. Und ansonsten, glaube ich, ist das aber alles ziemlich verständlich. Und heute gegen den VfL Wolfsburg, um jetzt mal aufs Spiel zurückzukommen. Die sind Vierter, wir sind Zweiter. Wir haben im Pokal schon mal gegen sie gespielt. Haben da gewonnen. Oh, was ist das denn für ein krummer Ball? Santos, Achtung, Santos. Aus Spitzenwinkel, ey, Wahnsinn, was hier schon wieder vor sich geht. Alter, Grätschen um Grätschen. Was machen die denn hier mit uns? Aber gut, Fofana kommt außen, ja, läuft da mit. Cruz, unser Rechtsverteidiger, jetzt Ekitike, lässt sich fallen, dann macht's Cruz alleine. Und der Pfosten, also hier ist schon wieder ganz schön viel drin. Viele Infos zur Umfrage, ein spannendes Spiel. Ja, an Spieltag 13 nicht mehr lange, dann ist die Hinrunde auch schon wieder vorbei, dann geht's in die Rückrunde. Und wie gesagt, mit großen Schritten, da würde es mich wirklich freuen, wenn ihr da zahlreich vertreten seid, weil wie gesagt, es geht um den Verein für EAFC 26. Da kann jeder mitmachen. Ihr könnt gerne euren Freunden Bescheid sagen, die Umfrage teilen, was weiß ich, auf jeden Fall. Ja, würde es mich freuen, wenn da so viele Leute wie möglich mitmachen. Und wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es dann ankommt am Ende und welcher Verein es dann wird. Usum kommt, Ekitike. Alleine gegen alle, Fofana läuft durch. Ah, schade, der Ball, der wäre gut gekommen. Aber der VfL ist schon mal ein bisschen besser als im Pokalspiel. Also ich muss sagen, das Pokalspiel lief ein bisschen lockerer von der Hand, so will ich das gar nicht sagen. Aber Achtung, Vermann, der war da auch Torschütze. Und der VfL macht hier Hackespitze 1, 2, 3, spielt wie Barcelona zu ihren besten Zeiten.
Aber wir haben es gut verteidigt bekommen. Achtung, Quiroga. Oh, keine Aus, sehr gut. Wirken auch ein bisschen aggressiver, aber vielleicht wird uns das entgegenkommen. Ekitike jetzt vielleicht mit dem Lupfer. Weiter geht's. Usun und Fofana. Und wieder Müller. Der den Laden da richtig gut zusammenhält. Aber wir hatten hinten auch schon ein, zwei heikle Situationen, die wir klären mussten. Aber das macht ja ein Spitzenspiel aus, ne? Also ich meine, ein bisschen Feuer muss drin sein. Zubimendi jetzt mit der guten Ecke. Und die GTK kommt da leider nicht ran. Schade. Gewinnen wir den, müssten wir gewinnen, sonst wird es brenzlig. Achtung, jetzt kommt der VfL über Fernandes. Da haben wir die Abseitsfalle gut gestellt. Patch ist da. Wenn der so ausgesprochen wird, keine Ahnung. Brentwaite. Oh, der kriegt die Flanke noch hin, aber Cruz. Unsere beiden Außenverteidiger, Cruz und Quiroga. Die machen das richtig, richtig gut, nach wie vor. Spielen das richtig gut zu Ende. So, nächste Chance, Fofana. Oh, Ekitike, warum läuft der unten weg? Ich hatte eigentlich eine andere Idee. Eine andere Idee hatte ich eigentlich. Ich wollte auf Ekitike und dann auf Adingra direkt weiter. Aber das hat leider nicht so ganz funktioniert. Und von daher steht es überraschenderweise, ich kann das gar nicht glauben, 0-0. So Spiele habe ich wirklich sehr, sehr selten in meinem Repertoire. Lass es vielleicht 2% sein von den Spielen, die ich hier insgesamt habe. Gehen 0-0 aus. Ja, aber wenn es das Spiel oder die Gegebenheiten so hergeben, ja, wenn der Gegner gut mitspielt, gut verschiebt, was willst du da machen? Da muss es halt auch manchmal so spielen, wie wir es jetzt gerade spielen. Wieder Cruz, Adingra, oh, ein bisschen zu schnell. Das war zu schnell gespielt und dann ist auch schon Pause. Also 0-0. Es ist jetzt kein ansehnliches Spiel, ja, ich habe ja auch weitestgehend mehr über die Umfrage gequatscht als alles andere, aber ja, 6 Schüsse, wo haben wir den 6-mal aufs Tor geschossen, ehrlich gesagt. Na gut, 0-0 geht in Ordnung. Jetzt ein bisschen mehr Fokus in der zweiten Halbzeit, denn ich will natürlich oben dran bleiben. Ich will auch Meister werden, ich will die Champions League gewinnen. Pokal geht ja leider nicht mehr. Da sind wir leider ausgeschieden gegen Leverkusen. Aber wir haben ja noch 2 weitere Titel, die wir gewinnen können und dafür müssen wir noch einiges tun. Ob wir im Winter nochmal zuschlagen, weiß ich nicht. Da muss halt auch was Passendes dann auf dem Transfermarkt sein und das muss dann auch wirklich Sinn machen, genauso wie der Angriff hier. Usun, Zubimendi, es wird ein bisschen konkreter hier, es wird ein bisschen direkter. Usun und Fofana, fast aus dem Stand. Adingra kriegt er den verlängert? Nee, der nicht. Mit seiner 1,50 da. Ist gerade mal größer als eine Bildzeitung vielleicht, vermannt. Und der VfL kommt über Thiago Thomas. 52. Minute, Brentwaite. Oh, kein Voll. Hoffentlich keine Ecke. Nee, keine Ecke. Gut verteidigt. Oh, Arnold geht raus. Okay. Und Mähle kommt rein. Arnold geht freiwillig, also heißt nicht freiwillig vom Platz, aber geht vom Platz. Auch sehr, sehr selten. Oh, auch ein riskanter Ball, aber er ist angekommen. Ekitike, Adingra. Jetzt fehlt er in der Mitte. Das heißt, ich werde nicht flanken können. Obwohl, doch, jetzt kann ich flanken. Jetzt ist er nämlich frei. Ekitike. Ja, aber auch da leider nicht so viel Druck dahinter. Es geht heute nicht so geschmeidig wie im Pokalspiel hier in Wolfsburg. Das ging auf jeden Fall ein bisschen leichter von der Hand. Da waren wir auch besser, aber jetzt ist es ausgeglichener. Gerade die Bundesliga, weißt du, gerade das Bundesligaspiel. Ja, der VfL versucht, aber Quiroga richtig, richtig stark. Gut antizipiert und jetzt geht es nach vorne über Zubimendi. Quiroga wahrscheinlich wieder zu umständlich, aber egal, wir müssen das so ausspielen. Quiroga, Fofana. Fofana gegen alle Fofana. Natürlich ist da wieder einer dazwischen. Das sind halt die Schattenseiten. Die wird es auch im nächsten EAFC geben. Die wird es auch in 10 Jahren wahrscheinlich noch geben, wenn das Spiel schon gar nicht mehr so heißt. Alles ist darüber gesagt worden. So, jetzt der VfL. Jankovic gegen Brentwaite. Oh, schlechtes Stellungsspiel. Achtung, Jankovic. Und da kommt Vermandt. Und da ist es. Da ist 1:0 für den VfL. Tja, einmal nicht aufgepasst denn. Brentwaite verliert den Zweikampf da, den entscheidenden und dann ja, dazu viel Platz. Und auch Santos ist da wohl nicht in der Lage gewesen, den zu halten. Hier aus 16 Metern wahrscheinlich zu platziert. Ja, obwohl der eigentlich auch da war. Also ich will nicht sagen, dass der haltbar war, aber naja. Tja, Führung für den VfL. Und wir stellen mal um, 4:2.
Jetzt bin ich gespannt, ob das mit der breiteren Formation vielleicht ein bisschen besser läuft. Wir müssen ja vorhin jetzt mehr Druck machen. Das hilft ja nichts. Guck mal, die Bayern spielen auch nur 1-1 in Heidenheim. Die werden doch wohl nicht in Heidenheim verlieren oder ein Remis spielen. Das wäre wieder ganz typisch. Weißt du, wir gewinnen nicht. Und unser direkter Meisterschaftskonkurrent gewinnt auch nicht. Das ist aber klasse gespielt. Das ist meine Antwort. Auf diesen Doppelpass hatte ich gehofft mit Usun, dass er auch durchkommt, weil das müsste man auch eigentlich viel häufiger machen. Hier, zack, er läuft durch, perfekt die Gasse frei. Und dann hatte ich auch kurz überlegt, ob ich mit Usun direkt schieße. Aber ich habe dann Ekitike gesehen und dann muss ich einfach querspielen. Also das Ding müssen wir dann auch zu Ende spielen und das ist genau die richtige Antwort auf den Rückstand Ekitike. Sowas ist zum Beispiel auch viel öfter möglich. Ja, ein einfacher Doppelpass. Ich muss es dann auch so ausspielen, aber ich spiele das meistens nicht so aus, weil ich ganz andere Lücken sehe als ihr wahrscheinlich und ja, was weiß ich. So. So, der Dinger ist wieder frei. Guck mal, dadurch, dass wir jetzt vorne mit 2 Spitzen spielen, ist der VfL auch ein bisschen mehr in die Defensive gezwungen, möchte ich beinahe sagen. Es ist alles ein bisschen breiter und deswegen haben wir auch ein bisschen mehr Platz jetzt. Und die nächste Chance. Zubimendi und Brentwaite. Komm, das hat schon öfter geklappt in der Saison. Schöne Ecke. Ah, und Vorsicht, Müller. Kriegt den Ball leider doch. Zack, aber Brentwaite, der passt auf. Eben zurücklaufen auf Fofana. Ekitike lässt sich wieder fallen. Da ist er. Schulter, erster Kontakt. Und jetzt Ekitike. Und wieder Müller. Wir spielen jetzt besser. Seit wir die Formation umgestellt haben, muss ich sagen, spielen wir ein bisschen besser. Und das sieht auch wesentlich strukturierter aus. Wieder Müller. Jetzt häufen sich auch die Chancen. Jetzt haben wir auch die Abschlüsse. Jetzt ist der VfL hinten reingedrängt. Ja gut, Müller, den muss er halten. Das sind 24 Meter zum Tor. So Bälle zum Beispiel, die kannst du auch festhalten. Also ich meine, der Ball ist ja noch lange in der Luft. Da müssten sie vielleicht auch noch mal was dran tun. Weiß ich nicht, ob sie sich das mal aufschreiben wollen, die Jungs und Mädels von EAFC. Ich weiß es doch nicht. Auf jeden Fall kommt die Ecke. Richtig gut, Brentwaite. Und Simon, der andere Innenverteidiger. Schade, aber eine gute Ecke auch von Fofana. Ja, die feiern sich hier. Jetzt hätten sie gerade einen Abstieg verhindert. Und wir machen das gleiche nochmal von der anderen Seite. Zubimendi, da ist wieder Brentwaite. Jetzt könnt ihr euch auch wieder feiern. Das 1:2 und Spiel gedreht. Und Brentwaite, 1:2, 78. Minute. Und das ist verdient. Nachdem wir umgestellt haben. Ist auch eine gute Ecke. Gut reingezogen hier von Zubimendi und dann Brentwaite. Genau in den Bereich, wo ein Keeper ja so ein bisschen spekuliert, soll er rauskommen oder nicht. Und dann auch Brentwaite wieder schön unten auf dem Boden. Per Aufsetzer ist der eigentlich dann schwer zu halten. Schwer bis gar nicht eigentlich. Und Brentwaite, das freut mich wirklich, dass der jetzt auch schon zum wiederholten Mal trifft. Also, da haben sich anscheinend 2 gefunden. Zubimendi und Brentwaite mussten erst her, damit wir unsere Eckballschwäche so ein bisschen überwinden. Jetzt brauche ich nur noch einen, der sich meinen Freistößen mal ein bisschen zuwendet. Weil Freistöße, die funktionieren bei mir halt nie. Also da bin ich echt nicht gut drin. Dafür aber bei Eckbällen zum Beispiel. So, jetzt läuft es natürlich genau in unsere Richtung. Das, was ich wollte. Jetzt können wir einen Ball laufen lassen. Jetzt muss der VfL hinterherlaufen und wir haben die Lücken. Fofana. Und da ist wieder so eine Lücke. Da ist Ekitike. Und aus die Maus. Die Entscheidung. In Minute 83. Dazu noch eine gute Haltungsnote. Und überragend. Und wieder diese Lücke gesehen. Hier, zack, da ist nicht viel Platz. Da muss der Ball dann halt auch vorbeikommen und dann Ekitike im Abschluss. Ich möchte gerade mal gucken, wie viele Saisontore der schon hat. Oh, habe ich jetzt irgendeinen aus Versehen gewechselt? Nö. Also der hat bestimmt auch schon im 13. Spiel 7 oder 8 Tore. Achso, wird gar nicht angezeigt. Schade. Na, wenn ich dran denke, werde ich da nochmal nach dem Spiel kurz schauen. Aber das wäre ja theoretisch, wenn die Bayern nicht gewinnen, wäre das ja dann der Sprung an die Tabellenspitze. Ich gehe mal aber davon aus, dass sie noch in Heidenheim gewinnen. Das verlieren die nicht oder spielen Remis. Wäre schön. Würde mich überraschen. Oder es wäre eine Überraschung, aber es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn uns die Heidenheimer da helfen. Nochmal ein Angriff. Fofana, Ekitike. Jetzt wird es auch so klar und deutlich wie im DFB-Pokal. Und wir halten auch einen weiteren Konkurrenten erstmal auf Distanz. Wolfsburg war ja Vierter. Die werden vielleicht auch ein paar Plätze verlieren. Aber wichtig ist, dass wir weiter oben bleiben. Ob wir jetzt auf dem 2. bleiben oder auf dem 1.
Ist zum jetzigen Zeitpunkt erstmal egal. Hauptsache am Ende der Saison sind wir oben. Aber die Bayern merken auf jeden Fall, wir sind da. Wir machen unsere Hausaufgaben. Wir gewinnen unsere Spiele. Sehr spektakulär und nur mit einem Gegentor. Hört. Sonst habe ich auch immer 2 oder 3 Gegentore bekommen. Heute nur ein Gegentor. Dafür 3 Tore selber geschossen und den nächsten Sieg in der Bundesliga. Sehr, sehr wichtig nach dem Pokalausscheiden, dass wir wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Und das haben wir ganz souverän dann am Ende geschafft. Wir hatten dann auch am Ende 18 Schüsse und tatsächlich verlieren die Bayern in Heidenheim. Hätte ich nicht gedacht. Ganz liebe und nette Grüße nach Heidenheim. Ihr kriegt, ja, 10 Liter Äppler oder irgendwas anderes oder so, keine Ahnung, oder grüne Soße. Irgendwas kriegt ihr auf jeden Fall als großen Dank. Jetzt geht's in der Champions League weiter. Genauso wichtig gegen Fenerbahce, Istanbul. Ich bin sehr, sehr gespannt. Die haben, glaube ich, auch ihr echtes Stadion. So wie ich das gesehen habe. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die so für eine Truppe haben. Haben die letzten 3 Spiele nicht verloren. Ja, vorne... Ach, Enisiri, stimmt. Der war ja im letzten Karrierespeicherstand in Wolfsburg. Jetzt ist er hier. Und Emre Mor. Der türkische Messi, ey, damals. Was haben sie denn alle hochgejubelt? Söyüncü, Innenverteidiger, war mal bei Leicester, war mal bei Freiburg. Schimanski sagt mir auch was von Namen. Herr Fred, klar, kennt man. Ogusch, den kenne ich jetzt nicht, aber ihr wahrscheinlich. Dann Ngumu, also ganz, ganz wilde Zusammenstellung. Aber gute Truppe. Vorne besonders, Defensive könnte das Problem werden. Das Gute dann für uns. Ich lasse mich überraschen. Ich gucke auf die Tabelle, wie wir in der Champions League stehen. Wir sind 15. Also wir wären in den Playoffs. Ich will natürlich direkt weiterkommen. Die anderen haben schon gespielt. Wir können also mit einem Sieg, können wir Sociedad überholen. Wären dann also mindestens mal auf dem 8. Platz. Je nachdem, wie die anderen dann spielen. Also auch da geht es jetzt in die heiße Phase. Es sind noch 3 Spiele für uns. Und in der Bundesliga sind wir tatsächlich Tabellenführer. Mit den meisten Gegentoren, 27, aber auch den meisten geschossenen Toren. Die meisten Siege, die meisten Punkte. Aber es ist ganz spannend dahinter. Wolfsburg hätten die gewonnen, hätten die 28, wären bis auf 2 Punkte ran an uns. Aber dann hätten die Bayern auch nicht verloren. Wenn wir verloren hätten, hätte Bayern, glaube ich, gewonnen. Weiß ich nicht. Aber es wurde so berechnet. Holstein Kiel ist 7. Das ist unser nächster Gegner in der Liga. Krass. Die spielen auch eine gute Saison. Stehen vor Dortmund. Die sind immer noch auf dem 8. Platz. Unten Darmstadt, Köln, Heidenheim. Also ihr seht, es geschehen hier Dinge. 9 Millionen für den Winter. Ja, weiß ich nicht. Es passieren hier Dinge, die kann man vorher einfach nicht berechnen. Zum Beispiel, dass Stefan Mitrovic mit 6 Toren in 10 Einsätzen, ach so, der hat noch die Playoffs und so weiter mitgespielt, vor Vinicius Junior, Fabio Silva ist, Alexis Flips, Serhou Guirassy ist bei PSG, also ganz, ganz wild. So wie ich wollte mal in der Bundesliga gucken, da ist Silva auf der 1, dann Jonathan David, Sieb, Garcia, Duro. Für uns auf dem 8, mit 8 Toren natürlich, 8 Tore. Ekitike hat 7. Also Duro, obwohl er nicht so oft gespielt hat, der hat in 10 Einsätzen 8 Tore gemacht, im Vergleich Ekitike 7 in 13. Naja, ist ja auch egal. Hauptsache, wir gewinnen die Spiele. Wer dann am Ende trifft, ist mir egal. So, jetzt nochmal zum Abschluss für euch. Kurze Zusammenfassung. Es gibt jetzt mehrere Umfragen in kürzester Zeit hintereinander. Es sind immer 4 Teams. Der Sieger kommt in die finale Abstimmung und dann wird am Ende per, ich denke mal, auf Strawpoll werde ich eine Umfrage erstellen. Den Link werde ich dann bei den Beiträgen reinspammen, reinposten unter den nächsten Karrieremodus-Videos. Keine Ahnung. Und dann werden wir final die Mannschaft rausfinden, mit der wir in EAFC 26 spielen. Solltet ihr Fragen haben, schreibt mich auf Discord an, schreibt die Fragen unter die Beiträge rein. Aber ich denke mal, wenn ihr die erste Umfrage jetzt gesehen habt und auch sehen werdet, dann ist das System, glaube ich, schon ganz klar und auch sehr, sehr leicht zu verstehen. Also, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich zähle auf eure Stimmen. Macht dafür ein bisschen Werbung. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part im Spiel gegen Fenerbahce wieder. Ciao, ciao.